Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute haben wir den 14.12. Das heißt, morgen ist schon der dritte Advent. Ja, morgen ist der 15. Denkt dran, morgen beim Gewinnspiel mitzumachen. Werde ich euch im morgigen Video näher dazu erklären, was ihr dazu machen müsst. Habt ihr auf jeden Fall die Chance, ein wenig Geld abzugreifen. Ja, wir haben heute die 14 hier. Mal gucken, was steckt heute dahinter. Na gut, ein Ausdauertrank ist jetzt okay, sag ich mal. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet an der Stelle, so. Also, ja, gut, Tränke ist okay. Ja, gut, ich habe mir da ein bisschen was Cooleres vorgestellt, aber wie gesagt, man will sich ja nicht beschweren. Die ganzen Sachen sind ja immerhin alle umsonst, so, ne? Aber es kam schon auf jeden Fall krassere Sachen im Kalender hier. Aber ist natürlich auch verständlich, es kann natürlich auch nicht jeden Tag irgendwas Krasses kommen. Deswegen, ja, ist das Ganze schon ganz okay. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf, was da so hinter dem 20. Türchen lauert. Ich hoffe mal, das wird ein bisschen was, ja, ein bisschen was Besseres, auf jeden Fall. Ich hatte schon ein paar Mal gehört gehabt vom, dass da eventuell ein Drachengreif hinter ist, oder ein Greifendrache, je nachdem. Das wäre so eigentlich mit das Realistischste, denke ich mal, weil wenn man jetzt so guckt, was wir bisher bekommen haben, wir haben einmal einen Flügeltrank bekommen, der 15 Pilze kosten würde. Dann haben wir ein Epic bekommen, was auch, wenn man sich das im Shop kauft, auch 15 Pilze kostet. Und wenn wir uns jetzt den Greifendrachen anschauen, wenn wir uns den leasen würden, der wäre halt pilzetechnisch am teuersten. So, der kostet halt 25 Pilze. Und ja, fürs 20. Türchen, denke ich mal, wäre das schon realistisch, dass da einmal Greifendrachen-Leasing oder sowas hintersteckt. Kann natürlich auch sein, dass da was anderes ist, aber es haben viele die Vermutung. Und ich tendiere da auch eher in die Richtung, dass das so, ja, ein Greifendrache wird, sag ich mal, den wir da als 20. Türchen bekommen. Gut, wir werden mal schnell unser Equipment wieder wechseln hier. Zack, so, und das zerlegen wir mal. Das gab ganz gute Kristalle. Machen wir weiter. Schuhe weg. Schmutz, Lebensenergie. Bringt nicht viel. Nehmen wir Kristalle mit. So, weiter geht's. Zack, jetzt haben wir keinen Gegenstand mehr bekommen. Edelstein braucht noch ein bisschen. Wir können mal gucken. Vielleicht haben wir ein Epic, was wir noch zerschrotten können irgendwie. Was haben wir denn heute? Ah ne, wir haben ja Gold-Event momentan. Deswegen haben wir ja gar keine Daily Quest. Stimmt ja. Gut, hier nehmen wir natürlich die kürzeste Quest an, ist ganz klar. Was haben wir denn hier noch? Was brauchen wir denn nicht? Intelligenz. Ja, gut. Widerstand gegen Feuer. Naja, weiß ich nicht. Ach so, wir haben ja hier den Hut hier noch. Aber wir haben ja hier den neuen Hut bekommen, 7-mal verbessert. Stimmt, den wollten wir ja so oder so ins Klo werfen. Hätte ich jetzt schon wieder beinahe vergessen gehabt. Siehst du? Ja, den werfen wir ins Klöchen. Ins Klöchen-Popöchen. Und genau. Ja, dann wollten wir gucken, was wir daraus bekommen. Ein Geschick-Item, ja, für die Kunigunde. Mal gucken, wie es da aussieht. Kunigunde, was sagst du dazu? Willst du den haben? Rüstung ist extrem krass im Vergleich zu der, die wir jetzt haben. Dann ist der Gegenstand auf 5-mal verbessert, ihr ist 2-mal und so oder so haben wir da mehr Attribute drauf. Also von daher ist das auf jeden Fall ein Gewinn. So, allerdings, ja, doch, stimmt. Ich hatte gerade geguckt, was der für einen Stein drin hatte. Aber unser Stein, den wir hier drin haben, der ist natürlich deutlich besser als den wir hier haben. Gut, und dann können wir das Ding nämlich auch wieder zerlegen und kriegen dafür dann die dementsprechenden Ressourcen und haben wieder einen Platz mehr im Inventar. Das ist natürlich sehr nice. Ich sehe gerade, wir haben hier auch sogar Schuhe. Ach so, ach, okay. Ja, das waren diese Dinger, ja. Ja, weiß ich noch nicht, was ich damit genau anstellen soll. Ja, ansonsten, was haben wir hier noch für eine Waffe eigentlich? Ja, Kriegerwaffe war das hier gewesen. Müssen wir auch mal gucken. Kann er das gebrauchen irgendwie? Ach so, das war... Ach so, Weiß ich auch nicht ganz genau, was ich damit anfangen soll. Ob ich meine behalten soll mit der besseren Spanne oder die nehmen soll. Aber da müsste ich die halt auch erst wieder sockeln, aber da ist halt auch Eisschaden drauf. Ist auch ganz nice, aber meine ist jetzt auch 3-mal
Ich glaube, die ist tatsächlich, ich glaube, die ist sinnvoller. Der Schaden ist allerdings, also die Spanne von der Waffe ist wirklich nicht sehr gut. Aber ich glaube, der Krieger, der braucht auch gar nicht so eine hohe Spanne. Da ist wirklich mehr das Leben wichtig, oder? Ja, schwierig. Aber dafür hat der Eisschaden drauf. Ich glaube mal, ich werde das sockeln und dem geben. Aber stimmt, wir haben auch noch gar keinen Stärkestein. Ich würde da gerne Stärkesteine reinmachen. Und ich habe übrigens heute meinen ersten schwarzen Edelstein gefunden, der über 1000 Attributpunkte hat. Ja, ist auch sehr cool. Ich habe jetzt momentan meine Mine auf 45, ja. Dauert noch ein bisschen, bis die auf die nächste Stufe kommt. Und ja, die Edelsteine werden auf jeden Fall immer stärker und stärker. Goldgrube jetzt auch in 5 Tagen auf 40. Ist auf jeden Fall auch der nächste Meilenstein. Und ja, läuft auf jeden Fall. Läuft auf jeden Fall. Gut. Hier auf dem Battle Mage gibt es eigentlich nicht so viel zu tun. Ich hatte auf dem Berserker auf meinem Free-to-Play-Account hatte ich noch eine sehr, sehr coole Waffe gefunden gehabt. Ich weiß gar nicht, oder hatte ich die aus dem Dungeon? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Hier das Teil, die Spanne ist extrem heftig von der Waffe, ja. Dreier-Attribut musste ich leider sockeln. Ja, ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich als Free-to-Play-Spieler. Aber ja, die ist jetzt top aktuell, hat sogar Blitzschaden drauf, ist auch ganz nice, 10%. Und ja, ist natürlich von Durchschnittsschaden und von den Werten natürlich deutlich besser als meine alte Waffe. Jetzt können wir mal gucken. Das können wir ja dann im Prinzip gleich auswechseln hier. Da freut sich sogar der Bertram rüber. Jo, genau. Und das Ding können wir sogar noch in die Toilette schmeißen, ne? Ja, machen wir das auch mal. Zack. Und bekommen einen Bogenritter draus. Kunigunde, was sagst du zum Bogen? Nee, findest du nicht so toll. Der hat tatsächlich einen besseren Bogen am Start, ja. Ich sehe gerade, ich müsste mal wieder ein bisschen leveln. Hat mal wieder Zeit, 4 Level schon wieder nichts gemacht und mein Krieger hat keine Schuhe, sehe ich auch gerade. Das ist natürlich auch sehr belastend. Stimmt, die hatte ich ihn ja, da war irgendwo ein Fail irgendwann gewesen. Da habe ich mir irgendwann ein Fail erlaubt. Ja, das kann ja auch nicht sein. Ja, schade. Wir haben jetzt auch momentan leider keine Schuhe für einen Krieger. Deswegen muss er noch ein bisschen barfuß rumlaufen. Ich glaube, ich habe es irgendwann verschissen gehabt seit dem Nikolaus hier Achievement. Ich glaube, da habe ich es verkackt gehabt irgendwie. Da habe ich, glaube ich, vergessen, die irgendwie anzulegen. Da habe ich gedacht, weil der, glaube ich, normale Schuhe oder sowas hatte, habe ich gedacht, ach, das ist ein Crap-Item. Ja, wirfst das mal schnell weg. Und dann war das aber die Schuhe für einen Krieger gewesen. Komplett lost wieder einmal an der Stelle, ja. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu zeigen. Heute mal ein etwas kürzeres Video, wollen wir nicht alles so in die Länge strecken. Und ja, wie gesagt, morgen Gewinnspiel. Seid auf jeden Fall da pünktlich um 12 wieder am Start. Dann werde ich euch darauf hinweisen, was ihr machen müsst, um dann ein bisschen ja, Knete zu verdienen. So, ja, das war's soweit. Wir haben es jetzt 3:21 Uhr in der Nacht, ja, 3:21 Uhr, kurz von der Zahl getriggert gewesen, 3:21. Ja, das war's von mir. Bevor ich hier länger sinnlosen Stuss von mir gebe, werde ich jetzt mich verabschieden. Ich gehe jetzt noch gleich mal ein bisschen raus an die frische Luft und mal eine Runde joggen. Ja, weird flex, aber ist okay. Und ja, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag, wie immer. Haut rein und bis zum nächsten Mal.